Medienhäuser von Funke sollen bis 2035 klimaneutral werden. Dazu reduzieren wir in einem ersten Schritt unsere CO2-Emissionen in 2023 und in 2024 jeweils um 3%. Darüber hinaus streben wir eine CO2-Neutralität unserer Wertschöpfungskette für Zeitungen und für all unsere Zeitschriften an, und zwar vom Baum bis zum Briefkasten. Eines unserer Ziele ist die Reduktion der fossilen CO2-Emissionen um 65% bis 2030. Ich bin Janina, arbeite als Sustainability Managerin bei Funke und erstelle die CO2-Bilanz für die Mediengruppe. Funke hat im letzten Jahr ungefähr 200.000 Tonnen CO2 emittiert. Das entspricht etwa dem, was 20.000 Deutsche im Jahr an CO2 erzeugen. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir Emissionen reduzieren und das so schnell wie möglich. Funke möchte nämlich die Emissionen nicht durch Kompensation senken, sondern durch tatsächliche Reduzierungsmaßnahmen. Dabei gilt, dass wir unsere gesamte Wertschöpfungskette betrachten. Wir bei Funke haben uns die Frage gestellt, ob das in unserem Kerngeschäft überhaupt möglich ist. Deswegen werfen wir heute einen Blick auf die Herstellung einer Tageszeitung. Und diese beginnt beim Papier. Um festzustellen, ob eine CO2-neutrale Produktion einer Tageszeitung überhaupt möglich ist, haben wir ein gemeinsames Projekt mit unserem Papierlieferanten UPM gestartet. Dafür treffe ich mich heute mit Christian Thaler, der mich begleitet, die Wertschöpfungskette von einer Zeitung vom Altpapier bis zum Briefkasten zu begleiten. Guten Tag, Herr Thaler. Grüße Sie. Hallo. Herr Thaler, können Sie uns erklären, wo die Emissionen bei der Herstellung von Papier anfallen? Ja, gerne. Wir reden über 3 Bereiche, wo Emissionen anfallen. Das eine ist der Stromverbrauch in der Papierherstellung. Das ist ca. 60% der Emissionen, wo wir grünen Strom einsetzen und den durch Herkunftszertifikate nachweisen werden und können. Das zweite ist die Dampferzeugung zur Trocknung der Papierwaren. Da reden wir über 25% der Emissionen. Dazu haben wir ein Großprojekt hier mit unserem Partner E.ON vor Ort, wo wir aus Biomasse den Dampf erzeugen werden. Diese beiden Maßnahmen gemeinsam erzeugen ca. 85% Emissionseinsparungen. Und der dritte Bereich ist die Materialflüsse rein ins Werk und auch raus aus dem Werk, inklusive der Rohstoffe und Betriebsstoffe, die wir so brauchen. Da reden wir nochmal über 15% der Emissionen, wo wir UPM-weites Projekt aufgesetzt haben, um mit unseren Partnern aus der Kette nochmal 30% rauszunehmen. Und nachdem das Papier hergestellt wurde, muss es natürlich noch zu unserem Druckzentrum nach Hagen geliefert werden. Konnten Sie in dem Bereich noch Emissionen einsparen? Ja, wir sehen heute an dem Pilot Elektro-LKW, der heute hier von Hürth an Ihr Druckzentrum nach Hagen fährt, dass es heute technisch möglich ist. Wir haben aber heute in Deutschland noch keine Infrastruktur, die das in der Fläche, in der breiten Masse ermöglicht. Und wir brauchen Politik und wir brauchen unsere Partner, um da in der Zukunft Lösungen für die breite Masse zu entwickeln. Als nächstes geht die Zeitung in den Druck. Um herauszufinden, wo wir weitere Emissionen sparen können, treffe ich mich heute mit Christian Walter. Hallo Janina. Ja, wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren hier am Standort mit Nachhaltigkeitsthemen. Seit 2015 sind wir zum Beispiel Energiemanagement zertifiziert und seit 2019 haben wir die Zertifizierung für das Umweltmanagement nachgezogen. Im Rahmen der Energie- und Umweltmanagementmaßnahmen konnten wir den Stromverbrauch bezogen auf die Produktionsmenge deutlich reduzieren. Unser Ziel war, 1% zu reduzieren und das haben wir auch geschafft. Das hört sich zwar nicht viel an, ist aber, weil wir natürlich auf den Maschinenpark festgelegt sind, schon eine erhebliche Einsparung. Zusätzlich haben wir dann noch Ökostrom ab 2022 in den Einsatz genommen, um auch noch zusätzlich die CO2-Emissionen zu reduzieren und haben dort auch entsprechende Ergebnisse erzielen können. Seit 2019 beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit der mineralölfreien Druckfarbe. Zuerst waren es nur Maschinentests, um die Verträglichkeit der Maschine mit der Farbe auszutesten. Und seit 2020 haben wir dann regelmäßig den Farbanteil am Gesamtfarbverbrauch mit mineralölfreier Farbe erhöht. Und für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, 25% der gesamten Farbe mineralölfrei zu drucken. Die heutige Produktion erfolgt zu 100% mit mineralölfreier Farbe. In den letzten Jahren habt ihr dann ja schon einiges reduziert. So blieb uns beim Projekt gar nicht so viel Spielraum, um noch weitere Emissionen zu senken. Gerade bei Produktionsmaterialien wie Druckfarben oder Druckplatten konnten wir kaum noch CO2 reduzieren.
Trotzdem haben wir diese Emissionen natürlich erfasst. An einem Punkt im Projekt konnten wir uns bei den CO2-Emissionen noch verbessern. Und zwar konnten wir die Fernwärmeversorgung des Standortes von einem Mix von Holz und Gas auf 100% Altholz umstellen. Da ihr im Druck schon super viel gemacht habt, konnten wir die Emissionen nur noch um weitere 4% senken. Hier wird es in Zukunft wahrscheinlich eine große Herausforderung werden, die Emissionen komplett auf Null zu bringen. Die gedruckte Zeitung muss jetzt nur noch in den Briefkästen unserer Leserinnen und Leser landen. Auch bei uns in der Funke-Logistik entsteht einiges an CO2. Im Rahmen des Projektes konnten wir einen E-Crafter von Meta4Log organisieren. Dieser Crafter macht den CO2-reduzierten Transport in unser Verteilzentrum nach Essen möglich. Zustellen werden wir die Zeitung nämlich in Essen-Kettwig. Ähnlich wie für UPM war auch für uns die Organisation einer Alternative in der Logistik gar nicht so einfach. Lange Zeit war uns nicht klar, ob wir überhaupt ein Fahrzeug bekommen und ob es die Strecke von Hagen nach Essen überhaupt schafft. Wir freuen uns, dass Meta4Log uns am Ende bei dem Projekt unterstützen konnte. Gerade in der Logistik ist bei der Einsparung von Emissionen in Deutschland noch einiges zu tun. Und das, obwohl wir durch den E-Crafter von Meta4Log sogar fast 3/4 der Transportemissionen reduzieren konnten. In Essen angekommen, werden die Zeitungen zu den einzelnen Abladestandorten gebracht. Dort holen sich die Zusteller die einzelnen Pakete ab. In Essen-Kettwig sind 80% der Zusteller mit dem Auto und ca. 20% mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Im Rahmen des Projektes haben uns fast alle Zusteller unterstützt und haben eine elektrische Alternative zum Auto gewählt. Da wir in NRW nicht genug Elektroautos zur Verfügung hatten, wurden wir von Gottfried Schulz unterstützt. Das Autohaus hat uns die fehlenden Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt und wir konnten dadurch 80% der Emissionen bei der Zustellung reduzieren. ,100% der Emissionen zu vermeiden, war nicht möglich. Trotzdem konnten wir im Rahmen des Projektes ca. 3/4 der Emissionen reduzieren und einen Teil davon sogar dauerhaft. Einfach war das Ganze aber nicht. Neben Verfügbarkeitsengpässen in der Logistik und Unsicherheiten wegen der Wärmepumpe in Hürth mussten wir auch einiges an Mühe und Arbeit in die Berechnung von Emissionen stecken. Dabei wurden wir vom Start-up CoZero unterstützt. Mit dem Projekt haben wir gezeigt, dass man bei der Produktion und bei der Auslieferung von Zeitungen CO2 reduzieren kann. Aber nur, wenn man auch wirklich bereit ist, die Maßnahmen zu ergreifen. Denn neben steigenden Kosten steckt auch ordentlich Arbeit dahinter. Wir können das schaffen, aber nur wenn die gesamte Branche bereit ist, etwas zu verändern.